Seit etwa 3 Wochen befindet sich Luang Prabang jetzt in einem harten Lockdown. Die Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, sind manchmal sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen too much. Wie sich das genau im Alltag widerspiegelt, was sonst so im Land los ist und wie die Möglichkeiten aussehen, hier bald einzureisen bzw. aus Laos auszureisen, darauf gehe ich in diesem Video ein. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn du das erste Mal hier auf dem Kanal bist und dich Themen rund um Laos bzw. das Leben in Laos interessiert, dann lass doch direkt mal ein Abo da. Wie ich eingangs schon gesagt habe, befindet sich Luang Prabang seit etwa 3 Wochen in einem harten Lockdown und die Maßnahmen sind teilweise sehr schwer nachzuvollziehen. Eine essentielle Sache hier ist die Versorgung mit Lebensmitteln, denn mit diesem Lockdown wurden unter anderem Supermärkte geschlossen, Restaurants und Lieferservices. Dementsprechend beschränkt sich die Lebensmittelversorgung ausschließlich auf die Fresh Markets. Ich habe ja vor etwa 2 Wochen schon mal ein Video veröffentlicht und in den vergangenen Tagen wurde das aber besser. Also der Markt bei mir in der Nachbarschaft, der wurde auch ein bisschen lebhafter wieder und das schauen wir uns doch jetzt einfach mal kurz an, denn ich muss ein paar Sachen einkaufen. Ja, wie man sieht, ist der Markt wesentlich lebhafter geworden und die Auswahl an Produkten ist auch wieder größer geworden. Es sind nach wie vor zwar nur die Essentials, so wie Reis, Nudeln, Gemüse und so weiter. Man kommt damit klar, aber man möchte sich ja eigentlich auch gerne mal irgendwie was gönnen. Daher wäre es natürlich auch schön, wenn die Supermärkte wieder öffnen. Was mich auch ein Stück weit irritiert hat in den letzten Wochen, ist die Versorgung von Hygieneartikeln. Also es gibt hier so 1, 2 Läden, die so ein bisschen Seife, Shampoo und Zahnpasta verkaufen, aber das war's dann auch. Aber es gibt natürlich auch andere hygienische Bedürfnisse, insbesondere wenn man da an Babys, Kleinkinder oder auch Frauen denkt. Also das verstehe ich halt nicht, wie sich die Entscheider das gedacht haben, eine Versorgung damit nicht sicherzustellen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo bekommt ihr diese Artikel her, wenn ihr hier gerade vor Ort seid? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, ich habe bekommen, was ich brauche, hauptsächlich Brot. Ich muss meine Brotbedürfnisse decken. Es gibt aber noch eine Geschichte, die ich kurz mit euch teilen wollte. Und zwar geht es darum, dass es ein Business hier gibt in Laos, das momentan zu florieren scheint. Denn alle anderen ihre Geschäfte schließen mussten und kaum über die Runden kommen und einfach nicht wissen, was sie am Ende des Tages auf dem Teller tun sollen, ist es dieses eine Business, das scheinbar wirklich richtig Geld macht. Und zwar ist es das Drogenbusiness. Heute war in den Nachrichten, dass ein Truck in Bokeo im Nordwesten des Landes gestoppt wurde mit 7 Tonnen Drogen. Das Ganze war schön verpackt in Bierkästen von Bier Laos und auch der Truck wurde ein bisschen getarnt als Bier Laos Truck. Wurde scheinbar ein Aufkleber drauf gepackt an den Truck, dass es ein offizieller Bier Laos Truck ist. Bier Laos hat natürlich auch ein Statement veröffentlicht und gesagt, dass sie mit dieser Sache nichts zu tun haben, dass dieser Truck nicht zu denen gehört. Der Fahrer sagt natürlich, er hat von nichts gewusst. Ja, er wurde einfach nur angeheuert, um diesen Truck von A nach B zu fahren. Ob das stimmt, keine Ahnung, lassen wir einfach mal so stehen. Vielleicht ist er tatsächlich nur ein armer Tropf, der für einen Hungerlohn angeheuert wurde, diesen Truck zu fahren, ohne mal auf die Ladefläche zu schauen. Naja, so geht es hier wenigstens einer Industrie richtig, richtig gut. Und ich finde es ja auch positiv zu hören seitens Bier Laos, dass sie nichts damit zu tun haben und dass sie halt auch sich davon distanzieren, schädliche Substanzen durch dieses Land zu transportieren. Eine weitere Sache, die natürlich weiterhin Bestand hat, sind die Straßenblockaden. Die sind überall, also quasi an jeder Village-Grenze. Sie werden aber auch überall anders gehandhabt. Es gibt Checkpoints, wo es lockerer ist und Checkpoints, wo es strenger ist. Hier in meinem Village hängt es zum Beispiel davon ab, wer da gerade sitzt. Wenn es nett abläuft, dann wird man
gegebenenfalls mal nach seiner Vaccination Card gefragt, dann zeigt man die kurz vor und alles ist gut und man kann passieren. Es gibt aber auch Checkpoints, wo der ein oder andere meint, ja, ich sag mal, ein bisschen einen auf dicke Hose zu machen. Und ich rede hier nicht von der Polizei, ich rede hier von den zivilen Helfern. Um das vorab einmal klar zu machen. Ich bin dankbar für alle Helfer, die versuchen hier die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Aber letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot und es ist auch eine Frage des Umgangstons und des Respekts miteinander. Ich hatte zum Beispiel eine Situation zuletzt, die völlig eskaliert ist und wo ich letztendlich mich ein Verhör bei der Polizei stellen durfte. Und wie es sich am Ende herausgestellt hat, war es letztendlich einfach nur ein Mangel an Kommunikation bzw. ein Verständnisfehler. Das kann passieren. Da muss man meines Erachtens dann keine große Welle machen, sondern kann einfach konstruktiv miteinander kommunizieren. Aber alleine das scheint für manch einen schon eine große Herausforderung zu sein. Wenn es also mal zu so einer Situation kommt, dann findet sie auf zwei Ebenen statt. Entweder die nette laotische Art, wie die meisten von uns sie kennen und schätzen und lieben, oder das absolut andere Extrem, das weitestgehend geprägt ist von Aggression. Und in meinem Fall ist das leider in diese Richtung etwas ausgeartet, was absolut nicht notwendig war, weil es, wie gesagt, einfach nur ein Mangel an Kommunikation war. Aber es hat sich natürlich nicht gut angefühlt. Was sich besonders nicht gut angefühlt hat, ist, dass letztendlich mir sogar noch jemand bis nach Hause gefolgt ist, um zu schauen, wo ich wohne, um letztendlich zu kontrollieren, ob ich nach Hause gehe. Und nochmals, wir sitzen hier im gleichen Boot und ich bin 100% dafür, dass diese Situation unter Kontrolle kommt. Und ich bin dankbar für jeden freiwilligen Helfer. Aber der Ton macht die Musik. Wie sieht es nun mit der Ein- bzw. Ausreise aus Laos aus? Ich glaube, das interessiert die meisten von euch. Und ich fange einfach mal mit der Einreise an. Denn hier ist die Antwort relativ einfach. Ich habe keine Ahnung. Und ich glaube auch die Regierung hat keine Ahnung bzw. hat keinen konkreten Plan. Zumindest sehe ich dazu nichts in den englischsprachigen Nachrichten hier. Und auch in den Gesprächen mit anderen Experts scheint keiner wirklich eine Idee zu haben bzw. Informationen dahingehend zu haben. Es besteht hier einfach nur das Prinzip Hoffnung, dass sich vielleicht zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dahingehend sich was ergibt. Und dass dann somit auch ein bisschen Tourismus zurückkehrt und dass die Leute auch somit wieder ihre Geschäfte eröffnen können und somit auch wieder anfangen können, Geld zu finden. Was die Ausreise angeht, da sieht es ein bisschen besser aus. Die Nachbarländer Thailand, Vietnam und Kambodscha, die öffnen sich langsam wieder und lassen Tourismus allmählich wieder zu. Insbesondere Thailand ist da so ein bisschen in einer Vorreiterrolle, möchte ich sagen. Die haben eine Liste veröffentlicht mit 47 Low-Risk-Ländern. Unter anderem Deutschland steht auf dieser Liste. Das heißt, deutsche Touristen können dort wieder einreisen, allerdings nur einfliegen aktuell. Natürlich gibt es einige Auflagen, die man beachten muss. Wie die aussehen, dazu verlinke ich euch mal einen befreundeten Blog hier unten in der Videobeschreibung, denn da seid ihr dann ganz gut informiert, wie die aktuellen Bestimmungen dazu aussehen. Das heißt jedenfalls für mich, ich sehe Licht am Ende des Tunnels, dass ich Laos bald verlassen kann. Mein eigentlicher Plan oder mein ursprünglicher Plan war ja, als nächstes nach Kambodscha und anschließend nach Thailand einzureisen. Hinsichtlich Kambodscha sieht es allerdings momentan so aus, es werden nur E-Visa ausgestellt, keine Visa on Arrival. Des Weiteren müsste man sich 7 Tage in Quarantäne begeben, sobald man das Land betritt, und man muss eine Deposit von $1.000 hinterlegen. Das ist für mich nicht wirklich eine Option, deswegen schaue ich mir nach Thailand. Ob ich da allerdings über die Landgrenzen einreisen kann, das ist noch unklar, denn laut den Medienberichten heißt es bislang immer nur Fly-in Tourists. Ich bin da jetzt in Kontakt mit der thailändischen Botschaft in Vientiane, um herauszufinden, ob ich als deutscher Staatsbürger dennoch vielleicht über die Landgrenzen einreisen kann. Vielleicht gibt es eine Art Special Letter oder sowas, das versuche ich gerade herauszufinden. Wenn das so wäre, das wäre natürlich absolut genial, dann könnte ich gegebenenfalls über die Friendship Bridge in Vientiane rüber nach Thailand radeln. Wenn sich dahingehend was ergibt, dann halte ich euch gerne auf dem Laufenden, mache dazu mal einen Post in meinen sozialen Kanälen, also gerne meine sozialen Kanäle abonnieren, dass ihr da up to date seid und wisst, wie es dahingehend aussieht. Das ist also die aktuelle Lage in Luang Prabang. Morgen werden die neuen Restriktionen verkündet. Ich hoffe, es lockert sich ein wenig. Ich hoffe, es kehrt wieder ein Stück weit Normalität zurück
und dass die Leute ihre Geschäfte wieder öffnen können, dass Lieferservices wieder operieren können, sodass die Leute auch wieder anfangen können, ihr eigenes Geld zu verdienen und letztendlich davon Essentials kaufen können. Denn es kann, wie gesagt, kein Zustand sein, dass man vermehrt Kommentare in den sozialen Kanälen liest, dass die Leute nicht unter Covid leiden, sondern unter Hunger. Also, fingers crossed, dass sich da was ändert. Das war es dann auch erstmal von meiner Seite. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Und schau dir auch gerne noch meine anderen Videos an. Ich verlinke dir hier. Und ansonsten, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald.